Bin jetzt hier über einem Fischschwarm angehalten. Die Fische, die stehen auch wirklich in ein und derselben Tiefe, direkt unterm Boot. Ich muss dazu sagen, ich halte die Position natürlich jetzt auch mit meinem Bugmotor. Deswegen stehe ich da jetzt eigentlich genau drüber. Und jetzt mache ich mal die andere Kamera an. Mal sehen, was ich da so rausfische. Das können aber auch kleine Dorsche oder Wittlinge sein. Ich bin gespannt. Jetzt ist spannend, was das ist. Heringe sind es nicht. Entweder Wittlinge oder kleine Dorsche. Großer Fisch ist es jedenfalls nicht. Was kommt da? Ach, herrje, Wittlinge. Einer fiel ab. Aber das sind gar nicht so schlechte Wittlinge. Und die schmecken nämlich auch sehr gut. Das sind ganz leckere Fische, sind das. Zwei Stück, sogar das Vorfach umgedreht hier. Aber die sind scheinbar zu klein. Die sind zu klein. Der Wittling hat bei uns 23 cm Mindestmaß. Deswegen lasse ich die natürlich wieder schwimmen. Das ist ja klar. Ich brauche eine Zange, wenn mal ein Haken ein bisschen zu fest ist. Kein Problem mit der Zange, den zu lösen. Kaum unten, schon wieder Biss. Oh, was ist jetzt? Das ist wohl einer mehr eingestiegen. Oder ich habe einen größeren erwischt. Kann auch sein, dass da unter dem Wittlingsschwarm mal ein paar kleine Dorsche stehen. Aber das scheinen Wittlinge zu sein. Ja, unten hängt ein Dorsch. Also unten hing jetzt doch ein Dorsch dran. Das hatte ich schon geahnt. Der Dorsch ist natürlich untermaßig und der geht wieder ins Wasser. Auch der Wittling ist keine 23 cm. Auch der darf wieder zurück in die Freiheit. Weg. Und bis. Schon während des Angelns hatte ich eine Idee, wie ich die Wittlinge zubereiten wollte. Als ich genug für 2 Personen gefangen hatte, hörte ich mit dem Angeln auf die Wittlinge auf und filetierte diese. Bis auf die Größe, weswegen man etwas vorsichtiger schneiden muss, lassen sich die Wittlinge genauso wie Dorsche filetieren.
Wenn man sich beim Schneiden etwas Mühe gibt, dann hat man am Ende leckere, grätenfreie Wittlingsfilets. In mundgerechte Stücke geschnitten sollte es die Wittlingsfilets gedünstet auf einer Pastasoße noch am selben Tag geben. Nochmals abgewaschen brauchte ich für das Rezept die Wittlingsfilets, Dosentomaten, Hirtenkäse, Schmand, Tomatenmark, Salz und Pfeffer, eine Knoblauchzehe, jede Menge Zwiebelringe, bisschen Tiefkühlkräuter, Zucker und natürlich Nudeln und Öl zum Anbraten. Wenn das Öl heiß ist, dann kommen die Zwiebeln und die Knoblauchzehe gepresst mit etwas Zucker in eine hohe Pfanne. Ein wenig Tomatenmark dazu. Alles schön andünsten lassen und dann die Dosentomaten einrühren. Die Wittlingsfilets mit Salz und Pfeffer würzen und dann einfach in mundgerechte Stücke schneiden. Auch die Soße nochmal ein bisschen nachwürzen. Aber Achtung, durch den Hirtenkäse bekommt die Soße nochmal Geschmack. Deswegen noch nicht zu viel Salz und Pfeffer rein. Das könnte zu viel werden und man kann lieber am Ende noch einmal probieren und dann final würzen. Von dem Hirtenkäse habe ich etwa die Hälfte der Packung in eine kleine Kunststoffschüssel gegeben. Mache da ein paar Löffel Schmand drauf und rühre das Ganze dann zusammen. Zwischendurch hatte ich einen Topf aufgesetzt, um dort Nudeln al dente zu kochen. Jetzt noch ein bisschen Tiefkühl oder frische Kräuter in die Tomatensoße einrühren. Den Hirtenkäseschmand dazugeben und alles gut verrühren. Wenn der Schmand eingerührt ist, alles nochmal probieren und gegebenenfalls noch ein bisschen nachwürzen. Am Ende werden die Wittlingsstücken einfach oben auf die Soße aufgelegt. Und ja, ein Fotowettbewerb würde man in diesem Moment mit dem Gericht noch nicht verdienen, aber da kommt es jetzt noch nicht drauf an. Die Fische sind noch roh, die Soße ist noch hell. Und am Ende sieht das alles viel besser aus. Und jetzt Achtung, kleine Fischstücken, die brauchen nur 5 Minuten und dann sind sie fertig. Deckel ab und mit der Gabel kontrollieren, ob die Wittlingsstückchen schön glasig gar sind. Wenn das so ist, dann können wir essen. Und schon richtet meine Frau an. Erst ein paar Nudeln auf den Teller, obendrauf. Jetzt die Wittlingsstücken in der Soße. Durch das Garen haben die Wittlinge noch ein bisschen Fleischsaft in die Soße abgegeben. Pasta mit Fischsoße, wir finden das lecker, ist mal was anderes. Falls der eine oder andere nachkochen möchte, wünsche ich einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal.